Im heutigen dritten Teil beginnen wir mit den Näharbeiten. Hallo Freunde von Polymorph und willkommen zu einem weiteren Teil meines Dachzeltbau-Tutorials. Heute zeige ich euch, wie ich die Seitenwände mit den Fenstern genäht habe. Dazu habe ich erstmal eine Skizze angefertigt. Das Dreieck stellt die Außenkanten des Holzrahmens dar. Die Seitenwand wird an dieser Linie enden, die Rückwand wird dann später von hinten umgeschlagen und am Fenster vernäht. Für diesen Streifen habe ich eine Breite von 10 cm vorgesehen. Oben wähle ich einen Überstand von 5 cm, unten wähle ich 6 cm. Dieser wird dann hinterher um den Holzrahmen geschlagen und auf der Rückseite festgetackert. Für das Fenster benötige ich eine eigene Stoffbahn, die dann nach unten ausläuft. Ich habe ungefähr die Hälfte der Breite gewählt, um ein möglichst großes Fenster zu haben. Hier habe ich die Länge der benötigten Reißverschlüsse ermittelt und das Fliegengitter soll dann an dieser Linie enden. Ich habe es 11 cm von der Unterkante geplant. In ähnlicher Weise habe ich auch die anderen Teile des Zeltes geplant und dann eine Liste zusammengestellt, welche Teile ich brauchen würde. Dann war ich auf der Suche nach einem geeigneten Zeltstoff. Ich habe bei der Firma ESVO Camping in den Niederlanden nachgefragt und die sagten mir, dass für ein einwandiges Zelt bei gutem Klima nur Baumwolle in Frage kommt und für ein Zelt, das ganzjährig genutzt werden soll, am besten ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Die Faser ist atmungsaktiv, sodass das Zeltklima nicht zu feucht wird und wenn es regnet, quillt die Baumwolle auf und dichtet sich selber ab. Also habe ich alle benötigten Teile bei dieser Firma bestellt und wir schauen uns jetzt mal die Aufstellung an. Dies ist die Rechnung, die ich erhalten habe und wir gehen die Positionen mal im Einzelnen durch. Als erstes wäre da das Nähgarn. Es ist ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, das bei Feuchtigkeit aufquillt und die Nählöcher somit automatisch abdichtet. Die Nähte müssen damit nicht versiegelt werden. Ich habe gleich die 500 Meter Rolle bestellt, weil ich befürchtete, nehme ich die kleine, geht sie mir kurz vor Ende aus. Dann das Klettband, das habe ich in beige bestellt, womit der hintere Eingang an der Spreizstange befestigt wird. Die 4 Knebel waren gedacht, um eventuell den Eingang beim Hochrollen zu fixieren. Ich habe dafür aber später noch andere Schnappverschlüsse bestellt. Das Fliegengewebe ist ein Pollengazé, das so dicht gewebt ist, dass sogar Blütenpollen nicht hindurchpassen sollen. Als nächstes folgen die Messingösen, die ich benötigt habe, um das Vordach aufzustellen. Die habe ich dann in die Ecken vernietet. Dann habe ich noch einen Satz Nähnadeln mitbestellt, weil ich befürchtete, mir könnten ein paar Nadeln abbrechen. Ich habe aber das gesamte Projekt mit einer einzigen Nadel genäht. Als nächstes kommt das wichtigste Teil, nämlich der Zeltstoff. Im ersten Video habe ich gesagt, es wäre ein 270 Gramm gewesen. Jetzt sehe ich, es waren nur 250 Gramm pro Quadratmeter. Es ist ein Tencate Zeltstoff Baumwoll-Polyester Mischgewebe. Dann kommen die Verstärkungsecken. Das waren auch 2 Stück, in die ich dann hinterher die Messingösen genietet habe. Dann folgen die Reißverschlüsse. Der 10 mm Reißverschluss kam mir ziemlich riesig vor, als ich ihn ausgepackt habe. Nach dem Verarbeiten fand ich die Größe dann aber doch nicht überdimensioniert. Diese beiden werden benötigt, um das Vordach rechts und links zu schließen. Dann folgen 2 8 mm Reißverschlüsse in 100 und 2 weitere 8 mm in 125 cm. Diese habe ich für die Fenster verwendet. Und schließlich folgen noch 2 O-Form Reißverschlüsse in 8 mm, mit denen ich den Eingang realisiert habe.
Das Zeltband von 16 mm, das ich ursprünglich für die Befestigung des hochgerollten Einganges vorgesehen habe, habe ich dann hinterher verwendet, um die Fenster unten zu verstärken. Das heißt, ich habe es in die Unterkante des Fliegengitters eingenäht. In der Summe habe ich dann 193,09 € bezahlt. Da ich über 100 € war, brauchte ich keine Versandkosten zu zahlen. Ganz unten folgt dann noch die Konfiguration der Reißverschlüsse. Ich habe angegeben, welche Schieber ich für die Reißverschlüsse benötige, denn für die 3 Fenster reichen ja Schieber auf der Innenseite, während ich den Eingang und das Vordach natürlich von außen und von innen möchte schließen können. O-Form sind Reißverschlüsse, die von innen geöffnet werden, bei denen praktisch beim offenen Zustand ein O entsteht. Dagegen stehen die X-Form Reißverschlüsse, bei denen die Schieber oben und unten sind und die können eben von unten oder von oben geöffnet werden. Im geöffneten Zustand entsteht ein X. Die Teile sind in beiden Fällen die gleichen, es kommt nur darauf an, in welcher Richtung die Schieber aufgeschoben werden. Was ich vergessen habe zu bestellen, war ein Klebeband, um die Stoffteile vor dem Nähen zu fixieren. Da Baumwollgewebe aber nicht imprägniert ist, kann man auch Nadeln verwenden. Die Löcher schließen sich wieder von selber. Wenn ihr einen Zellstoff vernäht, der beschichtet ist, dürft ihr auf keinen Fall Stecknadeln verwenden. Dann dürft ihr nur klammern oder ihr müsst die Teile mit einem Klebeband fixieren. Auf keinen Fall soll man Bügelband verwenden, weil dieses zumindest beim Baumwollgewebe Feuchtigkeit saugt und zu undichten Stellen führen kann. Ich habe dann Wonderclips verwendet, das sind so Saumklammern, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und wenn es gar nicht anders ging, habe ich eine Stecknadel gesetzt. Wegen der Größe der Stoffbahnen mache ich den Zuschnitt auf dem Bett. Zum Anzeichnen verwende ich einen Schneiderkreidestift und eine Aluminiumleiste. Zum Schneiden lege ich den Streifen einer Hartfaserplatte unter. Zunächst habe ich das Innere eines Fensters ausgeschnitten. Als nächstes werden die Reißverschlüsse angenäht. Der kurze an die hintere Seite, der lange an die vordere Seite. Die Kanten werden nun nach hinten umgeschlagen und mit den Reißverschlüssen vernäht. Den Saum knicke ich auf dem Tisch. Der Stoff lässt sich sehr gut falten. Ich verwende 12 mm. Mit der Kante am Griff der Schere verstärke ich die Knicke. Dann forme ich die Spitze des Fensters. Jetzt werden die Reißverschlüsse angeklipst. Dazu teile ich den Reißverschluss und lege die eine Seite und den Schieber beiseite. Ich beginne mit dem Fixieren an der Spitze des Fensters. Zwischen der Kante des Saums und den Zähnen des Reißverschlusses muss ein Spalt bleiben, damit der Schieber leichtgängig läuft und sich nicht verhakt. Die überstehenden Enden der Reißverschlüsse schneide ich ab.
Mit einem Stück Zeltband fixiere ich die Spitze. Es bildet gleichzeitig den oberen Anschlag für die beiden Reißverschlüsse. Zum Nähen verwende ich meine W6 N1615 Haushaltsnähmaschine. Das Reißverschlussfüßchen aus dem Zubehör lässt sich leider nur einseitig verwenden. Das untere Ende der Naht habe ich mir angezeichnet. Ich achte auf den Spalt zwischen dem Saum und den Reißverschlusszähnchen. Die äußere Kante des Reißverschlusses läuft bei mir an der Nulllinie vorbei. Nachdem die erste Naht ringsum ausgeführt ist, folgt die zweite Naht. Dazu wechsle ich auf den Normalfuß. Die Nadel positioniere ich auf die linke Seite. Dazu drehe ich den Regler von A nach B. Meine Stichweite beträgt 4. Jetzt kann ich an der Kante des Reißverschlusses vorbeinähen und habe die optimale Position für die zweite Naht. Ich wechsle den Faden von beige nach schwarz und vernähe die Spitze mit einer Zickzacknaht. Mit einem kleinen Brenner verschweiße ich die ausgefranste Spitze. Dann werden die Reißverschlüsse wieder geschlossen. An der Spitze müssen diese etwas überragen. Jetzt kann ich das Fliegengitter zuschneiden. Es wird von außen auf den äußeren Reißverschluss genäht. Die Unterkante des Fensters habe ich angezeichnet. Damit sich der Stoff beim Zuschneiden nicht so leicht verschiebt, beschwere ich ihn mit einem Packen Bettwäsche. Auch hier benötige ich an den Rändern eine Saumzugabe.
Als erstes versäume ich die Unterkante des Fensters. Zur Stabilisierung lege ich einen Streifen Zeltband ein. Nach dem Klammern schiebe ich dieses sorgfältig in die Falte. Dann hefte ich den Saum mit einer Zickzacknaht. Erst jetzt lege ich den Saum an den übrigen Seiten um. Das Fliegengitter wird auf die Außenseite genäht, das heißt, die Griffe der Schieber müssen sich auf der Innenseite befinden. Nachdem ich das Fliegengitter am äußeren Reißverschluss festgeklipst habe, schneide ich noch das überstehende Nahtband ab. Und damit sich die Unterkante des Fensters beim Nähen nicht verschiebt, stecke ich sie mit 3 Nadeln fest. Das Fliegengitter und den Reißverschluss hefte ich ebenfalls mit einem Zickzackstich. Anschließend habe ich wieder auf das beige Garn gewechselt und die Unterkante des Fensters mit einer Doppelnaht vernäht. Jetzt ist das Fenster fertig und ich kann es öffnen. Nachdem ich die Seitenwand zugeschnitten habe, muss ich das Fenster einpassen. An dieser Stelle wird das Innenteil des Fensters senkrecht mit der Seitenwand vernäht. Dazu setze ich in dieser Falte eine Kappnaht, schlage diese dann um und stabilisiere das Ganze mit einer zweiten Naht. Am Reißverschluss darf ich auch die Saumzugabe nicht vergessen. Und dann ist es passiert und ich habe mich verschnitten. Zuerst habe ich die linke Zeltwand fertig gemacht, das heißt das Fenster und die Seitenwand alles vernäht, um mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Dann habe ich diese rechte Zeltwand gemacht und dabei gefilmt und dokumentiert. Das ist die Seitenwand. Mit dem Fensterteil vernäht werden muss sie entlang dieser Linie. Dazu benötige ich hier und hier eine Saumzugabe. Zum Umschlagen muss ich den Stoff dann ungefähr an dieser Linie einschneiden. Ich habe jedoch in Verlängerung dieser Linie einen Schnitt quer gesetzt. Dadurch ist am fertigen Fenster eine unschöne Lücke entstanden, die aber nicht weiter schlimm ist, da sie von der Abdeckung des Reißverschlusses später verdeckt wird. Die letzten Schritte zeige ich euch nun anhand des linken Fensters, also nicht wundern, wenn jetzt plötzlich alles seitenverkehrt ist. Nachdem ich das Fensterteil und die Seitenwand unten vernäht habe, erfolgt nun die Naht am Reißverschluss. Die führe ich von der Außenseite aus, da ich durch das Fliegengitter den Reißverschluss gut spüren kann. Die zweite Naht habe ich dann von innen ausgeführt, später kommt noch eine Blende darüber. Und weil es so schön ist, mache ich das Fenster nochmal auf. Zum Anzeichnen der Verbindungsstellen mit der Rückwand habe ich die Teile dann später einmal testweise angetackert. Das Nähen der Rückwand mit dem Eingang zeige ich euch dann im nächsten Teil. Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare.
Für heute sage ich Tschüss.